Hallo, ich wurde immer wieder gefragt, was wird jetzt aus dem Bulls Copperhead 3? Das war Fahrrad, mit dem ich angefangen habe, und wie ihr wisst, bin ich auch in den Videos in letzter Zeit immer mit dem anderen Fahrrad unterwegs. Und ich möchte euch heute ein bisschen was über dieses Fahrrad erzählen, wie ich zu dem Fahrrad gekommen bin, was so meine Erfahrungen mit dem Fahrrad sind und was weiterhin mit dem Fahrrad geschehen wird. Also kommen wir zum Fahrrad. Das ist das Bulls Copperhead 3, Baujahr 2021. Ich habe es 2022 gekauft. Nach meiner Recherche unterscheidet sich das vom 2022er und aktuell erhältlichen Modell nur in den initial verbauten Bremsen. Also hier sind andere Bremsen ursprünglich montiert gewesen als in dem Modell, was man jetzt kaufen kann. Eine Anmerkung dazu: Bulls hat für 2024 ein neues Modell angekündigt mit einer veränderten Schaltung. Das Rad hat eine Rahmenhöhe von 61 cm, hat 29 Zoll Laufräder und wie man sieht, habe ich schon einige Modifikationen vorgenommen, aber dazu komme ich gleich im Detail. In den 90er Jahren habe ich mit dem Cross-Country-Rad begonnen, bin dann viele Jahre nicht mehr gefahren und habe dann eben wieder mit dem Cross-Country-Rad begonnen. Das war für mich erstmal logische Konsequenz und ein logischer Wiedereinstieg. Die ersten Touren führten mich über Schotterwege. Als Vorderrad- und Hinterradreifen war der Schwalbe Racing Rough montiert. Der Schwalbe Racing Rough ist eigentlich eher ein Hinterradreifen. Und ich hatte auch den Eindruck, der Grip war nicht so toll auf dem Vorderrad. Daraufhin habe ich das Vorderrad gegen den Schwalbe Racing Ray gewechselt und bin damit deutlich zufriedener. Mit der Zeit war ich immer mehr und mehr verstärkt sportlich unterwegs. So nach rund 800 Kilometern begann die Schaltung Probleme zu machen. Ich hatte einmal, obwohl die Schaltung justiert war, einen bösen Chainsuck. Heißt, die Kette hat sich im Tretlager verklemmt. Und trotz korrekter Justage kam es immer wieder vor, dass bei schneller Fahrweise und schwierigem Gelände das Wechsel vom Umwerfer nicht einwandfrei war. Meiner Meinung nach ist das nichts Bull-spezifisches, sondern leitet sich von der sportlichen Fahrweise ab, die nicht immer materialschonend ist. Ich habe beschlossen, auf 1x12 SLX XT umzubauen. Ihr findet das Umbauvideo hier. Ich wohne im Mittelgebirge. Die Berge sind nur wenige Minuten entfernt. In Konsequenz ist es ein leichtes, viele Höhenmeter auf und wieder abzubauen. Und auch richtig steile Trails sind durchaus in Reichweite. In Kombination, dass ich nicht der kleinste und leichteste bin, war die MT4 110 durchaus überfordert. Bei längeren Bremspassagen fing sie an zu faden und auch das auf dem Punktbremsen war nicht optimal. Ich habe die Bremsen dann auf eine Magura MT5 umgebaut, die eigentlich eher im Enduro-Bereich unterwegs ist und ein ganz anderes Kaliber ist. Die RockShox Judy Gold ist völlig problemlos. Natürlich ist sie nicht so feinfühlig einzustellen wie höherwertige Gabeln, aber im Großen und Ganzen kann ich nichts Schlechtes darüber sagen. Die Hinterradnarbe hat mir Sorgen gemacht. Und zwar ist die Hinterradnarbe eine Shimano FHR M35. Das ist eine ziemlich alte Narbe aus der Alivio-Reihe. Und da hatte ich das Problem, dass der Freilauf defekt war. Mit ganz viel Suche und Recherche habe ich dann doch noch einen Händler gefunden, der diesen Freilauf führt. Perspektivisch kann das für mich ein Problem sein, weil das Hinterrad nämlich mit einem klassischen Schnellspanner ausgestattet ist. Und es gibt kaum noch Laufräder mit Schnellspanner in 29 Zoll Format von der Stange, so dass ich zukünftig wahrscheinlich, wenn ich jetzt einen Defekt hätte, das Rad neu einspeichen lassen muss. Auch das Tretlager an Shimano BB52 hat sich nach in etwa 1500 Kilometern verabschiedet. Es war nicht korrodiert, sondern ganz schlicht verschlissen. Die Sattelstützklemmung und den Vorbau habe ich getauscht. Die Sattelstützklemmung habe ich getauscht, weil ich mir eine erhöhte Klemmkraft erhoffte. Der Sattel ist eine Zeit lang immer heruntergerutscht. Es hat sich dann herausgestellt, dass dadurch, dass der Klemmschlitz des Sattelrohrs vorne ist, die Klemme umgedreht viel besser klemmt. Den Vorbau hatte ich liegen. Mit der Zeit hat mich die sehr bequeme Geometrie gestört. Das Steuerrohr ist in der Größe recht lang und so hat mich ein sehr indirektes Lenkgefühl gestört. Zugegeben. Das kann auch ein Thema mit der großen Rahmengröße sein, aber ein kleineres Fahrrad habe ich nicht zum Vergleich. Ich habe den Vorbau mit negativen Steigung eingebaut und bin damit zufriedener. Nebenbei hat der Wechsel von Sattelklemmung und Vorbau 180 Gramm Gewicht gespart. Die Monkey-Link-Komponenten sind vergleichsweise schwer. Weiterhin mussten die Originalgriffe Modellen von Esculap weichen. Die Esculap sind ergonomischer und ich fühle mich damit wohler. Welches Fazit ziehe ich für mich? Grundsätzlich hat das Bulls Copperhead 3 den Wiedereinstieg in diesen Sport ganz gut begleitet. Allerdings muss ich sagen, am Anfang war ich mir ja gar nicht sicher, ob ich wirklich wieder sportlich aktiv sein werde oder ob das für mich eher ein Alltagsgefährt sein wird. Mit der Zeit sind allerdings meine Ansprüche gestiegen an den Sport und an das Fahrrad und dadurch war das Fahrrad dann eben nicht mehr ausreichend. Ich habe dann einige Modifikationen durchgeführt, so dass ich einigermaßen zufrieden war, aber am Ende ist eben dieses Fahrrad für Trails und schwierigeres Gelände ganz schlicht nicht ausgelegt. Ob ich das Fahrrad empfehlen würde? Ich würde sagen, es hängt davon ab. Wenn ihr mit dem Fahrrad viel in der Stadt unterwegs sein wollt oder auf Fahrradwegen
und ihr wollt vielleicht mal am Wochenende eine Tour unternehmen und wollt dann auf Feldwege oder auf Waldwege, dann ist das Fahrrad sicherlich in Ordnung. Allerdings für den intensiven sportlichen Einsatz im Mittelgebirge ist es aus meiner Sicht überfordert und dafür ist es auch nicht geeignet. Das Fahrrad wird mich allerdings weiter begleiten. Ich werde es für schnelle Runden nutzen, wenn ich beispielsweise wenig Zeit habe und einfach mal hier über die Waldwege fahren will. Die Waldwege hier im Harz sind häufig sehr stark verdichtet. Wir haben sehr viele sogenannten Waldautobahnen. Dann ist das Fahrrad sehr gut geeignet und dafür werde ich es auch weiterhin fahren. Was habe ich daraus gelernt? Ich habe daraus gelernt, dass es gewisse, ich würde sagen, Mindestqualitäten für den sportlichen Einsatz von Fahrradkomponenten gibt und dass ich diese Mindestqualitäten auch empfehlen würde. Dazu werde ich jetzt Folgevideos drehen. Das heißt, ich werde über die einzelnen Komponenten sprechen und werde dann meine Empfehlungen abgeben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ich freue mich darüber. Vielen Dank. Ja, und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.